Was ist passiert? Sind Sie gestürzt? Mein Bauch. Wo genau tut es weh? Hier? Es tut mir leid, aber für das Kind sieht es nicht sehr gut aus. Was soll das heißen? Es sieht nicht sehr gut aus. Was ist mit dem Baby? Zapf schon mal 3 Bier, du Schlampe. Wir kommen bald wieder. Weißt du, was du da gemacht hast? Weißt du das? Du hast mein Baby auf dem Gewissen. Du Scheißkerl hast es umgebracht. Du hast es umgebracht. Bist du verrückt geworden? Du hast doch gehört, was der Arzt gesagt hat. Dieser Idiot mit seinem scheiß Motorrad. Wenn er Anna nicht mitgenommen hätte... Ich kann doch 1000 Gründe haben. Hör auf, es auf Alex zu schieben jetzt. Ich könnte ihn umbringen. Florian, er kann doch nichts dafür. Du bist wirklich ungerecht. Setz dich bitte hin jetzt. Psst, Kinder, ein bisschen leiser. Wir sind in einem Krankenhaus. Es tut mir so schrecklich leid. Es ist nun mal passiert. Das lässt sich nicht mehr ändern. Ich Idiot. Wie konnte ich Anna nur auf dem Motorrad mitnehmen? Ach, fahr gegen eine Mauer mit deinem scheiß Motorrad. Das Problem erledigt. Alex ist nicht schuld. Kapier das endlich. Dieses Arschloch. Florian, Alex, ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt. wir bleiben hier und warten auf Anna. Okay. Und vergiss bloß nicht, gegen eine Mauer zu fahren. Oh, Frank, wo warst du denn? Ich habe die ganze Zeit in der Galerie angerufen. Die Raiders waren da. Weiß ich. Was? Wieso weißt du das? Ich stand draußen und hab sie gesehen. Deswegen komme ich ja jetzt erst. Frank, das geht so nicht weiter. Die Typen tauchen hier auf, wann sie wollen. Und die bedrohen meine Gäste und mich. Ich will nicht wissen, was sie mit dir machen, wenn sie dich erwischen. Ich musste die Polizei rufen, um die loszuwerden. Was? Du hast die Polizei geholt? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich vielleicht warten sollen, bis sie meine Gäste abstechen? Scheißbullen. Ach, und deine Freunde sind die reinsten Engel, oder was? Die machen uns fertig. Das weiß ich genau. Frank, du musst zur Polizei gehen, wirklich. Vielleicht geben sie dir Personenschutz oder so. Ich kann dir auch nicht helfen, wenn die hier geschlossen anrücken. Ich gehe nicht zu den Bullen. Du gehst nicht. Aber das ist zufällig Fionas Kneipe und ich will nicht, dass dir kurz und klein geschlagen wird. Wo soll ich denn hin, Mensch? Was soll ich denn machen? Wärst du bloß niemals hier aufgetaucht. Du hast mich doch aufgespürt. Wenn ich gewusst hätte, mit was für Typen du dich rumtreibst. Verdammt. Es muss doch eine Lösung geben. Es muss einfach. Du musst mir helfen, Sophie. Dann lass du dir doch mal was einfallen. Du hast uns auch das Ganze eingebrockt. Ich nehme ab jetzt nur noch den Hintereingang. Und ich rufe an, bevor ich hierher komme. Das ist eine super Lösung, Frank, wirklich. Fällt dir was Besseres ein? Clarissa von Anstetten. Wie konnte sie etwas über die Ausstattung der Moderatoren für diese neue Gameshow erfahren? Und wie viel hat sie erfahren? Offensichtlich genug, um uns den Auftrag wegzunehmen. Vielleicht können wir ja noch mal mit dem Sender verhandeln. Die waren von unserem Konzept ganz begeistert. Es würde mich gar nicht überraschen, wenn Clarissa Ihnen ein sehr ähnliches Konzept angeboten hat. Aber das ist doch gar nicht möglich. Oder es gibt bei uns irgendwo eine undichte Stelle. Wir holen das Geld schon wieder rein. So groß war der Auftrag auch nicht. Ach, Stefan, darum geht's mir doch gar nicht. Ich pfeife doch auf das Geld. Aber fürchten zu müssen, dass sowas jederzeit wieder passieren kann. Da muss ich Ihnen allerdings zustimmen, Frau von Sterneck. Wir wollen doch den Teufel nicht an die Wand malen. Klar, der Sache muss nachgegangen werden. Aber es kann doch auch sein, dass das ein ganz dummer Zufall dahinter steckt. Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen. Der Arzt hat gemeint, das kommt viel öfter vor, als man denkt. Du bist sehr tapfer, Anne. Versuch doch auch ein bisschen stark zu sein. Hey, ist schon gut. Ich verstehe ja, wie weh dir das tut. Es tut uns allen weh, Anna. Du bist mit deinem Kummer nicht allein. Ja, es tut gut. Ach, Florian, das ist doch kein Weltuntergang. Wir werden schon drüber hinwegkommen. Bis morgen dann, ja? Schlaf gut. Und mach dir nicht so viele Gedanken, das hilft auch nicht. Sag Arno, dass ich noch nicht weiß, ob ich morgen komme.
Musst du denn nicht arbeiten? Ich kann mich bei dem Brandnest nicht überblicken lassen. Und dein Job? Geht nicht mehr. Warum denn nicht? Am besten ich kündige. Sag mal, spinnst du? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Gibt es doch. Florian hat völlig recht. Ich hätte Anna niemals auf dem So Motorrad... Quatsch. Hat der Arzt auch gesagt. Hat er nicht. Du hast nicht richtig zugehört. Ich werde nie wieder Motorrad fahren. Das meinst du doch jetzt nicht im Ernst. Du liebst doch dein Motorrad. Ich hasse es. Schau mal, du bist jetzt total fertig. Du legst dich jetzt hin und morgen sieht alles anders aus. Hm? Das glaube ich nicht. Danke fürs Herfahren, Julia. Das werde ich jetzt öfters brauchen. Hör doch mal auf. Kann ich dich wirklich alleine lassen? Ja, klar. Du kannst mir jetzt sowieso nicht helfen. Also so kann ich dich nicht alleine lassen. War ein anstrengender Tag heute. Ich gehe schlafen. Florian, jetzt isst doch endlich was. Nee, kein Hunger. Komm, lass dich nicht so hängen. Einmal Motorrad fahren und alles kaputt. Jetzt hör doch auf damit. Warum hat sie niemand gestoppt? Warum? Hat der Arzt dir denn nicht erklärt, dass die Motorradfahrt nicht die Ursache war? Na gut, war sie sicherlich auch nicht, aber ich habe Anne immer gesagt, sie soll mit sowas vorsichtig sein. Warum hat Alex das gemacht? Jetzt schieb doch nicht alles auf Alex. Anne wollte unbedingt mitfahren, sonst wäre sie zu spät zum Babysitten gekommen. Das glaube ich nicht. Ich war ja selbst dabei. Alex hat sie nicht überredet? Nein, er hat ihr nur einen Gefallen getan. Ach, darum war sie so komisch. Kein Weltuntergang, hat sie gesagt. Was Besseres fiel ihr nicht ein. Sie war nicht mal richtig traurig. Also traurig ist sie bestimmt. Vielleicht findet sie sich schneller mit Dingen ab, die nicht zu ändern sind. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Also was soll das denn jetzt? Alex ist schuld. Anna ist eh egal, so ein Schwachsinn. Du hast noch nicht mal richtig mit ihr gesprochen, oder? Was soll sie schon sagen? Ist doch eh alles zu spät. Jetzt reizt mit dem Selbstmitleid, Florian. Anna braucht dich und du jammerst hier rum. Überleg mal, wie es für sie sein muss, ihr Baby zu verlieren. Und denk nicht immer nur an dich. Es ist halt passiert. Wir können daran doch nichts mehr ändern. Aber wer von unseren Leuten tut sowas? Wer? Derart detaillierte Informationen. Das kann kein kleiner Angestellter gewesen sein. Was wissen wir schon von unseren Mitarbeitern? Alles ist möglich. Ich muss dahinter kommen, ich muss es rauskriegen. Und wie soll das gehen? Na, alles muss überprüft werden. Persönliche Verbindungen, berufliche Beziehungen, alles. Ich werde gleich noch mal die Blumberg deswegen anrufen. Doris Blumberg? Mhm. Selbst ein gutes Beispiel. Clarissas Sekretärin ist ihre Busenfreundin. Olga Pause? Du meinst, unsere Blumberg hätte Informationen weitergegeben? Ich meine gar nichts. Ich sage das nur, um dir zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Was meinst du dazu, Gero? Fällt dir was ein, was uns weiterhelfen könnte? Ich bin an diesem Thema ehrlich gesagt nicht sonderlich interessiert. Da müsst ihr schon ohne mich auskommen. Mein Gott, ich habe noch so viel zu tun. Berge von Papieren. Ich glaube, ich gehe gleich mal hoch und fange an. Muss das irgendwie noch in den Griff kriegen. So sieht sie also aus. Die geklärte Beziehung zwischen dir und Barbara. Bitte, Gero. Was bitte? Du wolltest doch mit ihr Schluss machen. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Geduld, Gero. In dieser Situation kann sie keine weitere Aufregung vertragen. Bist du zu feige, es ihr zu sagen? Oder weißt du selbst nicht, was du willst? Ah, mach diese Maschine endlich aus! Ich glaube, dieser Düsenjäger muss endlich entkalkt werden. Ich glaube eher, der Pilot hat schlecht geschlafen, was? Soll ich der Co-Pilotin auch einen Kaffee machen? Julia? Ich glaube, die schläft noch. Mir kannst du einen machen. Oh nein. Frank. Ist was? Frank, die Gang. Schnell durch die Küche. Was war denn das?
Alex, du musst mir jetzt helfen, ja? Guten Morgen, Sophie. Wie schön, dich wiederzusehen. Gut siehst du aus. Was wollt ihr hier? Hab gehört, man kann hier gut frühstücken. Sollen wir einen Tisch nehmen oder ist sie am Tresen lieber? Was? Alles klar, Jungs. Frühstück am Tresen. Krankenhaus-Kontrastprogramm. Was soll ich dir helfen? Ist der immer noch nicht da? Na, wenigstens bist du pünktlich. Frank kommt bestimmt gleich. Hast du ihn eigentlich schon vorher gekannt? Nö, ich kenne ihn eigentlich erst seit gestern. Ich frage mich, was das für ein Typ ist. Ich glaube, er ist ganz okay. Ich weiß nicht, ich habe so ein komisches Gefühl. Kann man nur hoffen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Da bist du mir ehrlich gesagt lieber. Es braucht dir doch nicht peinlich zu sein, Benji. Ich mag deine Offenheit. Aber wenn Frank gut arbeitet, ist er mir auch recht. Macht er bestimmt. In jedem Fall kannst du immer zu mir kommen, wenn dich der Schuh drückt. Und lass dich nicht einschüchtern, vor allem nicht von Frank, ja? Keine Angst, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Wäre ja auch zu schade. Bei dem Mund. Ja, ich fange dann schon mal an. Ich hoffe, du fürchtest dich nicht allein. Nein. Ich muss nämlich mal kurz weg. Mir brummt der Kopf. Ich brauche auch einen Kaffee. Dass so viele von unseren Leuten die Vereinbarungen mit Kanal 5 kannten, hätte ich auch nie gedacht. Konzentrier dich auf die Führungsebene. Von deinen Näheren war es bestimmt keine. Am liebsten würde ich eine Versammlung einberufen und mit allen Mitarbeitern drüber reden. Und was soll das bringen? Das gibt doch keiner von alleine zu. Du glaubst, die Führungsebene würde mir dabei helfen? Du kannst die Leute auch alle einzeln zu dir rufen, sie ausfragen und auf Widersprüche achten. Stefan König vom Modedezernat. Er versucht mir wenigstens zu helfen. So eine Befragung ist zwar eine Menge Arbeit, aber vielleicht ist es ja ein Versuch wert. Das bestimmt. Stefan, ich möchte am liebsten gleich anfangen. Ich habe keine Ruhe mehr. Das musst du dann aber leider schon alleine machen, Barbara. Als Chefin. Ich kann mich bestenfalls umhören, als Kollege unter Kollegen sozusagen. Den Kollegen unter Kollegen nehmen dir deine Mitarbeiter garantiert ohne weiteres ab, Stefan. Wieso denn nicht? Du glaubst doch nicht, dass ich der Einzige bin, der von eurem, wie soll ich sagen, Techtelmechtel weiß. Die noch. Mit Anna 5. Nimm gleich 5 raus, ja? 6. Alex kommt auch zum Essen. Alex kommt auch. Also doch nur 5. Mir ist der Appetit vergangen. Da wird sich Anna aber freuen. Mach doch nicht alles noch schlimmer, als es schon ist. Alex hat wegen der Sache mit Anna die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ja, und du hast ihn getröstet. Mir kommen die Tränen. Er hat schreckliche Schuldgefühle. Oh. Jetzt hört endlich auf, euch anzumachen. Alex hat das getan, was Anna wollte. Und warum alles schiefgegangen ist, weiß sowieso keiner genau. Also, was soll's? Wir haben nur geredet. Ja, Blödsinn. Bin wieder da. Keine Komplikation. Was ist denn mit euch los? Nichts. Jan hackt auf Alex rum. Meinetwegen? Aber er kann doch überhaupt nichts dafür. Was? Du nimmst ihn auch noch in Schutz? Oh, jetzt fang du nicht von vorne an, Florian, sonst kriegen wir einen Schreikrampf. Darfst du alles nicht so ernst nehmen. Kennst du uns ja. Am besten du legst dich gleich mal auf die Couch, hm? Gute Idee. Was ist denn mit dir los? Nichts. Ich habe mein Motorrad hergebracht. Geschoben. Ist es kaputt? Nein, ich habe dir doch gesagt, ich fahre die Kiste nicht mehr. Nie wieder. Das ist doch absoluter Quatsch, Alex. Du kannst doch nichts dafür. Anna? Anna beißt nicht. Hallo, Anna. Du bist schon wieder aus dem Krankenhaus? Ja, und mir geht's schon wieder viel besser. Aber was soll der Quatsch mit dem Motorrad? Warum willst du es nicht mehr fahren? Weil ich kann es einfach nicht mehr. Ich bin auch dran schuld. Ich muss mit dir reden, Stefan. Muss das sein? Ich bin auf dem Weg in die Firma. Ja, es muss. Bitte kurz, Gero. Wir können ein andermal ausführlich über alles reden. Du hintergehst mich, Stefan. Und Barbara hintergehst du auch. Und darüber müssen wir sofort reden und nicht ein andermal. Ich hintergehe niemanden, Gero. Und mit wem hast du die letzte Nacht verbracht?
Gero. Ich habe Barbara nicht angerührt. Ach, darum geht's nicht. Um was dann? Es geht um deine bodenlose Verlogenheit. Gero, ich habe dir gesagt, dass ich mit Barbara sprechen will. Und warum tust du es dann nicht? Du kennst die Gründe. Barbara kann im Augenblick keine weitere Aufregung gebrauchen. Und wie lange willst du sie denn noch belügen? Und mich? Gero, du musst mir vertrauen. Sobald sich eine geeignete Gelegenheit ergibt. Und nun denk doch mal an Barbara. Es wird ja schon weh genug tun, alles zu erfahren. Das Mindeste, was wir für sie tun können, ist einen passenden Augenblick abwarten. Versprich mir, dass du es ernst meinst. Ich verspreche es dir. Danke, Sophie. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr nicht den ganzen Tag hier rumhängt? Junge Frau, darüber können wir uns gern noch einmal unter 4 Augen unterhalten. Wenn ich mir den Laden hier so ansehe, ließen sich eine Menge Aktivitäten hierher verlegen. Genau. Ja. Ich fühle mich hier richtig wohl. Was meint ihr, Jungs? Ja, klar. Wäre doch nett, wenn wir ab jetzt regelmäßig hierher kommen würden, oder? Dem Geschäft würde es auch nicht schaden. Eine trinkfeste Stammkundschaft. Die kann jeder Laden brauchen. Ach, lasst doch die Spielchen. Ich weiß genau, warum ihr hier seid. Habt ihr das gehört? Sie weiß, warum wir hier sind. Wird doch langsam höchste Zeit. Dann lass mal hören, Kleine. Ich habe keine Ahnung, wo Frank ist. So. Keine Ahnung. Das können wir dir leider nicht glauben. Selbst wenn ich's wüsste. Glaubt ihr, ich würde meinem Bruder ans Messer liefern? Messer? Wie kommst du denn auf sowas? Schade. Wirklich schade. Ich dachte schon, wir verstehen uns. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wiederzukommen, Sophie. Jeden Tag, bis wir mit deinem Bruder sprechen können. Es ist uns nämlich sehr wichtig, mit ihm zu sprechen. Verstehst du? Aber wir haben Zeit. Dir muss der Job ja mächtig Spaß machen. So wie du dich hier reinhängst. Es kommt wenigstens ein bisschen Kohle rein. Komm. Du machst den Job doch nicht nur wegen der Kohle. Ja, weswegen denn sonst? Na, für die Karriere. Ist doch ein guter Einstieg hier, so eine Galerie. Für eine Karriere als Lageraufräumer oder was? Naja, wenn man sich so gut mit der Alten versteht wie du, ist doch alles drin. Wie kommst du denn da drauf? Das habe ich doch im ersten Augenblick gemerkt, als sie uns abgeholt hat. So Quatsch. Nein, mein Lieber. So spürt man. Besonders, wenn man so lange Erfahrung hat wie ich. Ich sag's dir, die Alte steht auf dich. Und wenn's so wäre, das heißt noch lange nicht, dass ich mit so einem Jahrgang was anfangen würde. Feierabend. Was? Jetzt schon? Ach, wolltest du heute Überstunden machen, Frank? Klar. Für Kohle mache ich alles. Also, ihr habt jetzt 2 halbe Tage. Na, was riecht's denn hier so komisch? Habt ihr Verdünnung auslaufen lassen, oder was? Frank, mach doch mal ein Fenster auf. Kipp es am besten, dann können wir es über Nacht auflassen. Gib's nicht gleich wieder aus. Na, garantiert nicht. Ich spare auf eine Taucherausrüstung. Aber am Great Barrier Reef tauchen, das wär's. Wenn du dann überhaupt noch tauchen kannst, ne? 20 Jahre lang ein Lager ausmisten, da bist du fertig. Du schaffst das schon, lass dir deinen Traum nicht vermögen. Mehr nicht? Na, 2 halbe Tage, stimmt doch, oder? Ja, aber Vorarbeiter verdienen gewöhnlich mehr. Ach, du meinst, weil du Benji rumkommandierst, bist du der Vorarbeiter. Hier für dich. Die nächste Gehaltserhöhung gibt's vielleicht bei Steigerung der Arbeitsleistung. Vorher nicht, klar? Und wer hier der Vorarbeiter ist und wer der Handlanger, das bestimme ich ganz allein. Verstanden? Prost. Auf Düsseldorf. Prost. Auf Düsseldorf. Immer was los hier. Gefällt euch, was? Hey, lass uns in Ruhe. Wir wollen uns nicht mit euch unterhalten. Aber wir mit euch. So sympathische Leutchen trifft man hier selten. Auf gute Kameradschaft. Was ist, setzen wir uns woanders hin? Schön sitzen bleiben, Meister. Jetzt reicht's! Verschwindet endlich und ich rufe die Polizei! Schon wieder.
was das Mädel immer mit der Polizei hat. Hast du einen bei der Polizei, der dich... Du bist so ein Arschloch. Verpiss dich endlich und deine Freunde auch. Ihr macht mir das ganze Geschäft kaputt. Das wollen wir doch gar nicht, Sophie. Dass du sie immer beim Kartenspielen stören musst. Hallo? Ja, hier ist Sophie Lewinsky aus dem Off Limits. Können Sie bitte eine Streife schicken? So schnell wie möglich. Meine Gäste werden bedroht. Was? Ja, es sind dieselben Typen. Ich kann aber nicht warten. Ach, vergiss es. Will er heute nicht so richtig, dein Bulle? Solltest dir bessere Freunde zulegen, Kleine. Solche, die da sind, wenn du sie brauchst. Auf uns kannst du dich verlassen, was, Jungs? Ja, klar. Wir sind da für Sophie und ihren kleinen Bruder. Ich mag mich nicht schon wieder hinlegen. Und wenn ich mich dazulege? Schon eher. Das habe ich gestern gekauft. Ganz allein. Ich wollte wirklich, dass alles gut wird. Und ich habe mich auch so gefreut auf das Baby. Ich mich doch auch. Es war so ein schönes Gefühl mit dem Baby. Aber wir haben doch noch uns. Es fällt mir langsam schwer, dir überhaupt noch zu glauben. Wieso das denn? Wir haben doch über alles geredet. Ich dachte, ich hätte dich überzeugt. Klar. Aber Barbara hast du auch überzeugt. Mit deinem vertrauensvollen Blick. Aber was heißt das schon? Das heißt, dass sie sich jederzeit auf mich verlassen kann. Als Designer, als Mensch, als jemand, der sie sehr schätzt. So sehr, dass er sie in dieser schwierigen Lage nicht auch noch zusätzlich belasten möchte. Genau. Bleibt nur abzuwarten, ob Barbara dir auch noch vertraut, wenn sie erfährt, dass ihr Liebhaber eine Beziehung zu ihrem Sohn hat. Kannst du es nicht endlich akzeptieren, dass ich mit ihr reden werde, sobald der Zeitpunkt gekommen ist? Ob ich den noch miterleben darf? Gero, ich verstehe ja, dass du sauer bist auf mich. Aber kannst du nicht einmal versuchen, mich zu verstehen? Ja, ich versuche es doch die ganze Zeit. Und warum kommst du dann immer wieder mit demselben Thema an? Weil ich mich inzwischen frage, ob ein unaufrichtiger Mensch wirklich nur auf einem Gebiet unaufrichtig ist. Was willst du denn damit sagen, Gero? Wenn du Barbara schon mit eurer Beziehung hintergehst, warum solltest du sie nicht auch im Geschäft hintergehen?